Hallo, ich wurde ja nur schon oft gebeten, doch auch mal das Innere der Volt zu zeigen, so ein kleines Walkthrough-Video zu machen. Und jetzt sind wir hier gerade in der Marina Cadzand in Zeeland, in den Niederlanden, und warten da auf ein bisschen besseres Segelwetter. Und dann nutzen wir die Zeit und zeigen euch die Volt mal im Detail. Ja, im ersten Teil des Videos gehen wir mal durch das Boot und zeigen das Innere. Im zweiten Teil zeige ich euch dann die ganze Technik an Deck, die Ausrüstung, das Cockpit und so weiter. Und im Boot erwartet uns auch noch die Interieurdesignerin, die das alles entworfen hat. Das ist die Svetlana. Und ja, zu der gehen wir jetzt gerade mal. Wir stehen jetzt hier im Salon der ersten Viator Explorer 42 DS, unserer Volt. Und die Viator Explorer wurde ja speziell für die Langfahrt konzipiert. Ja, und da zeigt sich eben, dass 80–90% aller Crews sind zu zweit unterwegs, zumindest anfangs. Und dafür würde dann auch das Boot hin optimiert, für eine Zweier-Crew oder für Einhand. Ganz wichtig für mich ist auf Langfahrt ein Decksalon. Denn man segelt ja zu den schönsten Orten dieser Welt und da ist eben ein Decksalon enorm wichtig mit dem 360-Grad-Rundumblick und man ist immer mit dem Außen, mit der Natur verbunden. Ja, man sitzt nicht im Keller, sondern man hat jederzeit diesen sagenhaften Ausblick rund in die Natur. Und das finde ich mit das wichtigste Feature auch auf einer Langfahrtjacht. Beim Interieurdesign haben wir auf die Funktionalität, hohe Lebensqualität an Bord und natürlich auf die gute Optik geachtet. Bei Farben sind wir von Meeresfarben inspiriert. Das sind grau und blaue Töne, weiß und als Verbindung zum Land einige Holzoberflächen. Unser Decksalon ist in 4 Bereiche unterteilt. Das ist der Eingang, die Küche, unser Wohnbereich mit einem Esstisch und unser Arbeitsplatz, der Kartentisch. Im Eingangsbereich fällt zuerst mal die schwere Aluminiumtür auf. Ja, die ist nämlich absolut wasserdicht. So. Und kann dann auch noch weiter mit Knebeln verschlossen werden. Und dann hält sie auch wirklich im Worst-Case-Szenario diesen Innenraum, den Decksalon, dicht und schafft hier einen sicheren Überlebensraum. Also selbst im schlimmsten Fall durch Kentern, Mastverlust und so weiter, ist man hier im Decksalon eben noch sicher aufgehoben, muss nicht in die Rettungsinsel, sondern durch wasserdichte Schotten ist der Bereich hier nochmal abgetrennt und wird auf jeden Fall schwimmen, egal was passiert. Das ist schon mal ziemlich beruhigend. Vom Decksalon kommt man dann über 2 Stufen schon in das Cockpit. Also Cockpit und Salon liegen fast auf einer Ebene. Das heißt, man hat auch keinen tiefen Niedergang, wo man hoch und runter klettern muss, sondern kann sich hier sehr komfortabel zwischen Cockpit und Salon bewegen. Neben dem Niedergang fällt sofort der große Schrank auf. Das ist ein Wetlocker, also ein Schrank für nasse Segelkleidung, der auch beheizt werden kann. Wir haben jetzt hier aktuell die Kleidung von der Dreiercrew drin, Schwerwetterkleidung, Rettungswesten, Stiefel, passt alles sehr gut rein. Über dem Schrank ist nochmal eine große Ablagefläche. Das ist auch vom Cockpit aus hier alles leicht erreichbar. Rutscht auch nichts runter hier durch die Leisten. Und hier haben wir auch die E-Pirp griffbereit. Wir haben hier nochmal Steckdosen, 12 Volt USB und 230 Volt. Und durch das Fenster kann man sich eben hier auch aus dem Cockpit gut den Strom holen. Ne? Dafür ist das auch gedacht. Gut. Wichtig an Bord ist ja auch immer die gute Lüftung. Wir haben also hier 6 kleine Luken eingebaut. Gerade hier in der Küche wichtig, dass eben der Dampf vom Kochen gleich abzieht und das Boot nicht zu feucht wird. Die Küche selber ist wieder sehr funktional und auf eine gute Ergonomie ausgelegt. Das heißt, alle Wege sind kurz, alle Arbeitsabläufe sind einfach und wir haben vor allen Dingen sehr, sehr viel Stauraum, wieder verschiedene Schubkästen. Hinter dem Herd haben wir auch nochmal Klappen. Hier sind die Tassen untergebracht. Und ein Highlight ist natürlich auch unsere Kaffeemaschine.
Der Herd ist ein Induktionsherd, das heißt, wir haben an Bord kein Gas. Wir haben also wieder eine Ressource weniger, um die wir uns kümmern müssen, denn es auf Langfahrt oft wirklich übel, da mit den verschiedenen Adaptern auf der Welt, sich immer die richtige Gasflasche zu besorgen, mit dem Dingi zum Boot zu transportieren und so weiter. Darunter noch ein schöner Backofen und natürlich überall wieder schöne Schubkästen mit Stauraum und an Bord haben wir sogar echtes Porzellan. Ja, Porzellan ist natürlich, gehört zur besseren Lebensqualität und das Essen schmeckt gleich doppelt so gut. Und alle Teller und Tassen dieser Serie sind mit einem Silikonring versehen. Deswegen rutschen diese Teller auf den Tisch nicht und klappern nicht im Schrank. Sehr gut zu empfehlen. Ja, sind wir also wirklich sehr zufrieden damit und ist eben ein bisschen wertiger als Plastikgeschirr. Hinten noch ein großer Kühlschrank. Da haben wir uns für die klassische Variante entschieden, nämlich einen Toplader von oben. Geht natürlich auch anders, kann man einbauen, wie man möchte. Und eine schöne große Spüle, die auch wirklich sehr komfortabel ist für so ein Boot. Darunter wieder Schränke, Putzsachen und hier in der Mitte ein großer mittleres Schrankelement, auch wieder mit Schubkästen und dem Mülleimer ganz zentral. Die Aufgabe dieses Schrankelements vor allen Dingen ist neben dem Stauraum auch, dass er sehr guten Halt bietet. Ja, also man kann sich hier immer sicher an Bord bewegen, kann sich immer an zwei Stellen festhalten und auch beim Kochen kann man sich sehr gut abstützen gegen das Schrankelement. Um eine wohnliche Atmosphäre im Salon zu erzeugen, haben wir uns für den Salontisch für ein echtes Holz entschieden. Das hier ist amerikanisches Nussholz, ist sehr schön, eine sehr schöne Maserung und wir lieben diesen Tisch, verbringen sehr viel Zeit. Der Kartentisch ist mein Arbeitsplatz an Bord. Hier hat man natürlich Zugang zur Hauptschalttafel und Funkgerät, Plotter und auch mein Boat Office, wenn ich an Bord arbeite. Natürlich haben wir Internet an Bord und dann kann ich von hier aus dann ganz normal arbeiten wie an Land, merkt man kaum Unterschied. Viele Ablagemöglichkeiten wieder, Klappen und für Schlechtwetter im Hafen haben wir natürlich auch ein bisschen Unterhaltung an Bord. Da ist hier unten eine Xbox eingebaut, hier ein großer Monitor dazu. Da kann man Netflix gucken, Disney Plus oder verschiedene Spiele auf der Xbox, DVDs schauen. Und hier ist auch unser Maskottchen zu Hause, unser Okti, der begleitet uns auf allen Fahrten. So, wir gehen jetzt nach vorne, im vorderen Bereich des Schiffes. Wir haben hier auf der Seite den Hubkiel versteckt. Ja, der ist also wirklich unsichtbar, stört nicht und befindet sich hier in der Mitte zwischen den Seekojen und dem Bart. Die Seekojen sind so angeordnet, dass sie im Schwerpunkt des Schiffes liegen. Das heißt, hier hat man einen extrem ruhigen Platz an Bord. Vor allen Dingen die untere Seekoje ist man mit dem Kopf genau im Schwerpunkt. Wenn also jemand leicht seekrank werden sollte, dann ist das hier der beste Platz. Die Seekojen sind also dafür gedacht, dass man bei viel Seegang, ruppiger See, noch komfortabel schlafen kann. Wir können hier natürlich auch Lehsegel anbringen, das alles vorbereitet und auch zur Sicherheit, dass man eben nicht rausfällt. Unten wieder Stauraum, kann man also sehr viel unterbringen hier in den Schubkästen. Ja, das sind unsere Seekojen. Okay. Schauen wir uns mal das Bad an. Ein Bad ist ja auf den Schiffen meist ein wenig stiefmütterlich behandelt. Und auch da wollten wir ein paar neue Wege gehen und das Bad sehr komfortabel machen auf Langfahrt. Es unterscheidet sich also auch schon mal vom Design sehr deutlich von üblichen Bädern an Bord von Yachten. Sehr viel Platz, sehr komfortabel wieder. Hier zum Beispiel die Handtuchheizung, die extrem nützlich ist, kann man auch dann Wäsche trocknen, wenn man zum Beispiel bei Schlechtwetter mal die Waschmaschine laufen lässt. Die Toilette ist mit Frischwasserspülung, also kein Seewasser.
Das verlängert erstmal die Lebensdauer der ganzen Teile und ist natürlich auch eine elektrische Toilette, ist sehr leise, hört man also kaum und man holt sich vor allen Dingen keine Gerüche ins Boot. Ne? Das ist ja oft der Fall, wenn man dann schmutziges Seewasser anpumpt für die Spülung, dann riecht es auch entsprechend. Das ist also hier bei Frischwasser nicht der Fall. Besonders gefällt mir die Dusche, muss ich sagen. Denn die ist wirklich sehr geräumig, hat man sehr viel Platz in der Dusche. Und natürlich auch beleuchtet. Kann man also wirklich sehr schön duschen. Und das ist eben auch so ein Komfortfaktor auf Langfahrt. Hinter der Dusche versteckt sich noch ein kleines Highlight, was aber auf Langfahrt ganz besonders nützlich ist. Hier oben haben wir eine Waschmaschine mit 3 Kilo, völlig ausreichend und die wäscht wirklich sehr gut, sind wir extrem zufrieden mit. Und darunter haben wir einen Schmutzwäschesammler. Das heißt, die Schmutzwäsche liegt nicht überall im Boot rum, hat man nicht überall Plastiktüten, sondern die ist gleich dort, wo man sie braucht. Von dort kommt sie in die Waschmaschine, von der Waschmaschine kommt sie auf den Handtuchtrockner. Ja, wenn man draußen bei Schlechtwetter eben nicht trocknen kann. Was jetzt noch fehlt, das ist die Eignerkabine. Die ist natürlich auch ganz wichtig auf Langfahrt. Schauen wir uns die mal an. Beim Layout der Eignerkabine, an was hast du da gedacht? Ja, guter Schlaf ist wichtig, deswegen haben wir darauf geachtet, dass wir ein bequemes, großes Bett haben. Über 2 Meter Länge, über 2 Meter Breite hier an breitester Stelle und gute Matratzen. Außerdem viel Stauraum, Schränke, Schubladen. Hier ist eine Bank mit Schuhschrank unten. Leselampen, falls man lesen möchte. Mit USB-Stecker, um das Genau. gleich noch zu ergänzen. Steckdosen und hier so Ablageräume, wo man so Bücher oder Kleinkram liegen kann. Ja, für Licht kann man die Sterne beobachten. So, das war unser kleiner Rundgang durch die Volt. Also das ist ja die erste Viator Explorer 42 DS, die gebaut wurde. Eine zweite ist schon bestellt, ist also ab 2021 im Bau und 2022 fertig. Und selbstverständlich ist das nur ein Beispiel, wie das so ein Boot aussehen kann. Das Interieur wird immer auf Kundenwunsch entworfen, kann also auch völlig anders aussehen. Ja, wenn also jemand eher ein klassisches Interieur möchte, dann ist das selbstverständlich auch möglich. Im zweiten Teil des Videos werde ich dann mit euch über Deck gehen, die Ausrüstung zeigen, Cockpit und so weiter. Tschüss, bis dahin. Tschüss.